Der Blockchain-Markt wächst. 2021 wurden knapp 7 Milliarden US-Dollar für Blockchain-Lösungen ausgegeben. 2024 werden es laut Schätzungen 19 Milliarden und 2026 fast 70 Milliarden sein. Das wäre einmal 10 in nur 5 Jahren. Das Kapital, was speziell in DeFi gebunden ist massiv gestiegen. Von 9,6 Milliarden US-Dollar 2020 auf 2 Jahre später stand November 2022 auf 55 Milliarden US-Dollar, gemessen als TVL. TVL heißt Total Value Locked. Der gesamte Wert, der in Smart Contracts als Kapital gebunden ist. Je höher der TVL eines Projekts ist, desto höher das hinterlegte Kapital. Das DeFi-Gesamt-TVL ist heute 5-mal so viel wie vor 2 Jahren und das trotz Corona- und Inflationskrise. Ethereum dominiert den DeFi-Sektor mit über der Hälfte, 58% des TVL. Das siehst du hier in Blau. Auf Platz 2 hier lila die Binance Smart Chain BSC und auf Platz 3 mit knapp 10% Tron. Der TVL kann, nicht muss, darauf hinweisen, dass Investoren an einem Projekt interessiert sind und ihm Vertrauen schenken. Die Investoren interessiert offensichtlich DeFi. Wie viel Kapital hast du in DeFi? Ich habe euch dazu auf Twitter gefragt, wie DeFi-fit bist du? 37,6% von euch haben angegeben, dass sie DeFi regelmäßig nutzen. 35,3% haben davon nur gehört. 23,4% nutzen DeFi selten. Dann habe ich euch gefragt, falls du DeFi nicht oder nur selten nutzt, warum ist das so? Und jetzt kommt's. Der Großteil, über die Hälfte von euch, 58,2%, haben gesagt, ich kenne mich zu wenig mit DeFi aus. 18,4% haben ein zu hohes Risiko für DeFi gesehen. 10,2% sind mit CeFi, also den zentralen Finanzen, soweit zufrieden und 13,3% sagen, es ist zu wenig reguliert. Weil das so ist, dass viele gesagt haben, ich kenne mich mit DeFi zu wenig aus, geht es in diesem Video daher um die Basics von DeFi. Mein Ziel ist es, dass du danach vielleicht ein paar Prozent besser DeFi verstehst und dass ich dich auf jeden Fall faszinieren kann. Hier siehst du jetzt erstmal die Gliederung eingeblendet. Ich freue mich, jetzt all diese Erkenntnisse mit dir zu teilen. Es ist Monatsende, Samstagmorgen. Elon loggt sich ins Online-Banking seiner Fake-Hausbank Money Central ein. Und ja, da liegt das Monatsgehalt auf dem Konto. Wurde am Freitag frisch von Tesla überwiesen. Perfekt. Elon bezahlt damit gleich einen Teil der Rechnungen für Miete, Strom und GEZ. Einen Teil, 200 €, legt er auf sein Sparbuch. Alles läuft per Überweisung. Die Aufträge werden von der Bank genehmigt und ausgeführt. Das Problem? Es dauert bis Montag, wenn die Bank wieder aufhat. Elon muss also warten. Jetzt hat Elon noch 100 € übrig und überlegt, was er von dem Geld kaufen will. Er hat von Miss Crypto gehört, dass die gerade ihr Geld in so ein neues Kryptozeug namens DeFi investiert und angeblich Zinsen bekommt. Zinsen auf was? Elon fragt also bei Miss Crypto nach. Hey Steffi, was ist dieses DeFi? Hey Elon, ich nutze DeFi, das gehört zum Bereich von Kryptowährungen. DeFi heißt Decentralized Finance, dezentralisierte Finanzmärkte. Unter dem Begriff DeFi fällt also alles, was nicht in dieses klassische zentrale Finanzsystem fällt. Hey, Moment mal, Steffi, was verstehen wir denn unter einem zentralen Finanzsystem? Okay, Elon, hier ein Vergleich. Schau dir mal dieses Bild an. Alles läuft über eine zentrale Instanz, egal was du mit deinem Geld, deinem Euro machst. Das zentralisierte Netzwerk besteht aus traditionellen Banken, modernen Online-Neobanken, Anbietern wie PayPal, Kreditgeber, alles mit der staatlichen Unterstützung und der Zentralbank. Brauchst du Geld? Wo hebst du Bargeld ab? Ja, Bankautomat einer Bank? Woher nimmst du das Geld, wenn du einen Kredit zur Finanzierung deines Hauses brauchst? Ja, ich gehe zur Bank. Richtig. Willst du Geld überweisen? Brauchst du? Ja, ich brauche ein Bankkonto, ich habe es begriffen. Wunderbar. Ein Bankkonto verwaltet eine Bank. Ein Depot für Aktien verwaltet eine Bank. Aktien kauft sogar, wenn du es willst, die Bank für dich an der Börse. Die Bank berät dich, die managt dein Kapital, sie überweist auch Geld für dich ins Ausland. Sie führt in deinem Wohle all diese Dienste für dich aus. Dafür bekommt die Bank dein Geld. So funktioniert das System. Hier nochmal die Aufgaben der Bank für dich. Sprich Vermögensverwaltung, Zahlungsverkehr, Kredithandel. Und jetzt DeFi. Was siehst du? Ich sehe keine Bank mehr in der Mitte. Treffer.
Bei DeFi gibt es nämlich keinen Mittelsmann, keinen Makler, keine Börse, keine dazwischen geschaltete Bank. Du musst niemandem dein Geld anvertrauen. Niemand kann dein Konto sperren oder Geld einfrieren. Niemand kann dich vom Geldsystem ausgrenzen. Es gibt kein Minimum- oder Maximum-Transaktionslimit. Es werden immense Kosten eingespart, weil diese ganzen Zwischenstationen ausgeschaltet werden. Weniger Handelsgebühren, weniger Bearbeitungsgebühren. Das ist auch für Großinvestoren übrigens super interessant. Denk doch mal, wie schnell du jetzt 1 Million Milliarden investieren kannst. 24/7, ohne lange Verifizierungsprozesse, ohne Verzögerungen zwischen diesen ganzen einzelnen Zwischenstationen. International und das übrigens auch am Sonntag. Niemand kann über dich und deine Kreditwürdigkeit urteilen, entscheiden, ob du Geld bekommst. Denn DeFi stellt jeden gleich. Und das ist die Freiheit über sein eigenes Geld, mein Freund. Ey, Moment mal, Steffi. Ist Bitcoin da nicht auch DeFi? Guter Punkt, Elon. Bitcoin ist auch dezentral. Jedoch stellt Bitcoin ein alternatives Zahlungsmittel zum staatlich unterstützten Fiat-Geld wie Euro oder US-Dollar dar. DeFi hingegen bezieht sich noch auf die ganzen weiteren Anwendungen. Es geht um die gesamte Infrastruktur. All die zentralen Dienstleistungen werden in der dezentralen Welt wiedergespiegelt. Aber Steffi, wenn es bei DeFi nicht die Banken sind, wer kümmert sich darum, dass diese ganzen Dienstleistungen funktionieren? Das machen DeFi-Protokolle bzw. Anwendungen, Elon. Und die werden programmiert über Smart Contracts. Smart was? Smart Contracts. Das sind intelligente Verträge, die keinen Mittelsmann benötigen. Diese digitalen Verträge brauchen nur eine Blockchain, wo sie ihr Programm dann abspielen. Kein Papierkram mehr. Smart Contracts sind dadurch ziemlich manipulationssicher und effizient. Je komplizierter du die Verträge baust, desto anspruchsvollere DeFi-Dienstleistungen kannst du auf der Blockchain digital abbilden. Ganz schön smart. Du sagst es, Elon. Klingt alles ziemlich kompliziert, Steffi. Und eigentlich kenne ich mich mit Technik gar nicht aus. Wie kann ich DeFi nutzen, ohne gleich selber Smart Contracts programmieren zu müssen? Ich habe euch gefragt, falls ihr DeFi nutzt, wie nutzt ihr es hauptsächlich? Der Großteil von euch, 68,8%, nutzen DeFi zum Staking, 26,1% zum Trading auf einer DEX, 1,4% zum Lending. Hier siehst du eine Übersicht, wie man DeFi nutzen kann. Beispielhaft möchte ich mit dir davon die gelb markierten Themen einmal durchgehen. Nummer 1, Staking ist das bekannteste, was die meisten von euch bereits eben nutzen. Dann schauen wir uns ganz kurz Lending an, ganz kurz gehen wir auf Farming ein, dann schauen wir uns Stablecoins an, dezentrale Börsen, das sind die dezentralen Exchanges, abgekürzt als DEX und zu guter Letzt die Oracles. Punkt 1, Staking. Staking ist der bekannteste Einstieg, um durch das Halten von Kryptowährungen Zinsen, sogenannte Rewards, zu verdienen. Staking stellt eine Alternative zum Mining dar. Anstatt Proof of Work wie bei Bitcoin heißt der Zustimmungsmechanismus Proof of Stake. Anstatt Miner gibt es Validatoren. Die Validatoren betreiben wie Miner die Netzwerkknoten. Die Validatoren müssen über die neuen gültigen Blöcke abstimmen und die Transaktionsanfragen absegnen, daher auch validieren. Um die Sicherheit des Netzwerks zu gewährleisten, müssen die Validatoren eine Mindestmenge an Tokens als Pfand hinterlegen, also staken. Daher Proof of Stake. Auch du kannst als Tokenbesitzer staken. Dazu musst du nicht zwingend selbst gleich zum Validator werden. Es gibt Projekte, bei denen du deine Tokens zum Beispiel an solch einen Validator delegierst. Oder du tust dich mit anderen Anlegern zusammen und schmeißt die ganzen Tokens einfach in einen Staking-Pool. Weil du deine Tokens für die Netzwerksicherheit, diesen Proof-of-Stake-Mechanismus hinterlegst, erhältst du eine Belohnung, Rewards, in Form von Tokens. Nach jeder Staking-Periode werden die extra Tokens an dich ausgeschüttet und häufen sich über die Zeit wie auf dem Sparbuch an. Je länger die Sperr- bzw. Haltefrist, je höher dein Einsatz, desto höher die Renditen. Klassisches reines Staking ist demnach für die Anleger geeignet, die ihre Bestände für eine längere Zeit halten wollen und nicht auf das Kapital angewiesen sind. Übrigens, DeFi-Staking heißt nicht automatisch, dass alles dezentral läuft. Auch zentral organisierte Unternehmen, Börsen wie Binance zum Beispiel, bieten DeFi-Dienstleistungen an.
Sie vermitteln dir in diesem Fall den Zugang zu den verschiedenen DeFi-Diensten. Sie stellen dir Wallets für den DeFi-Sektor zur Verfügung oder haben eine dezentrale Börsenplattform integriert. Das ist ein Kompromiss für diejenigen, die DeFi nutzen wollen, aber sich nicht mit den verschiedenen Protokollen und Validatoren beschäftigen möchten. Nachteil ist klar, du gibst einen Teil deiner vollständigen Kontrolle ab. Wir kommen zum Lending. Lending bedeutet, dass du deine Tokens einsetzt, um sie weiter zu verleihen. Im Gegensatz zum Staking tragen die Tokens beim Lending nicht zum Zustimmungsmechanismus für die Validatoren bei. Es gibt keine Staking Rewards, daher werden beim Lending auch keine neuen Tokens erzeugt. Stattdessen wirst du zum Kreditgeber. Deine Tokens werden verwendet, um einem Kreditnehmer Liquidität zu stellen. Dafür bekommst du Zinsen. Orientieren kannst du dich an der APY, der prozentualen Jahresrendite. Für das Lending loggst du deine Tokens auf einer Lending-Plattform in den entsprechenden Liquiditätspools ein. Dezentrale Pools sind im Grunde nichts anderes als Smart Contracts. Diese Smart Contracts vermitteln die Tokens ohne einen Mittelsmann weiter an Kreditnehmer. Zu den bekanntesten dezentralen Lending-Plattformen gehören das Protokoll von Aave und Compound, beides auf Basis von Ethereum. Die Zinssätze sind je nach Angebot und Nachfrage des Kredits variabel. Es können verschiedene Kryptowährungen, zum Beispiel ETH oder Stablecoins, ausgeliehen werden. Wir kommen zum Farming. Farming oder auch Yield Farming ist im DeFi-Sektor eine riskante, jedoch renditeträchtige Investmentstrategie. Um diese Strategie zu verstehen, stell dir einfach mal vor, du bist ein Farmer, ein Landwirt. Du hast Zugang zu mehreren Feldern, die du bepflanzen kannst. Im Frühjahr säst du auf den einzelnen Feldern verschiedene Getreidesorten an. Roggen, Mais, Weizen. Im Herbst erntest du zum Beispiel den Roggen. Von der Ernte des Roggens lebst du jetzt. Man sagt dazu auch, dass du als Farmer vom Ertrag der Ernte lebst. Auf Englisch heißt Ertrag Yield. Übertragen auf Kryptosprache ist mit der Strategie des Yield Farmings nichts anderes gemeint, als einzig und allein fixe oder variable Zinsen zu verdienen. DeFi-Plattformen funktionieren nicht ohne finanzielle Reserven, Liquidität. Farmer nutzen diesen Umstand zu ihren Gunsten aus und verteilen ihre Liquidität über mehreren Liquiditätspools, manchmal sogar unter mehreren DeFi-Plattformen aus, um diese ganzen Zinseszinseffekte auszureizen. Es gibt sogar Yield-Aggregatoren, Computerprogramme, die die wechselnden Renditen zwischen den einzelnen DeFi-Plattformen ermitteln, um das Bestmögliche an Rendite herauszuholen. Ein Landwirt nutzt heutzutage ja auch keinen Ackerpflug mehr, sondern einen Mähdrescher. Im DeFi Llama Dashboard erkennst du hier links in der Übersicht die verschiedenen Yields. Einfach mal beispielhaft. In der Übersicht hier rechts siehst du die Renditen der einzelnen DeFi-Projekte. Die durchschnittliche APY befindet sich je nach Projekt und Pool häufig zwischen 1 und 20%. Das erkennst du an den hellblau leuchtenden Balken. Immer wieder kommt es zu Ausreißern, die dünneren Striche, die du da siehst. 200, 300, 400%, auch das kommt mal vor. Hast du eigentlich schon Erfahrungen mit dem Farming gemacht? Wenn ja, teile sie uns doch vielleicht mal mit. Vielleicht gibt es irgendwelche Tipps, was wir beachten müssen. Thema dezentrale Börsen. Dezentrale Börsen werden als DEX abgekürzt, dezentrale Exchange. Bei einer klassischen zentralisierten Börse, Binance, Coinbase, werden Käufer und Verkäufer über einen zentralen Marktplatz zusammengebracht. Außerdem gibt es ein Auftragsbuch, welches Käufer und Verkäufer sortiert. Hier siehst du beispielhaft den Spotmarkt von Binance. Links und rechts in den Spalten sind die Aufträge schön sortiert. Oben kannst du, das siehst du hier, Geld von der Bank auf die Börse, zum Beispiel über SEPA-Lastschrift, einzahlen. Ganz anders funktioniert dagegen eine DEX. Über eine DEX findet jede Transaktion, jeder Trade über einen dezentralen Marktplatz statt. Weil der Mittelsmann fehlt, kannst du auf einer DEX logischerweise auch nur Krypto mit Krypto handeln und nicht Euro oder US-Dollar mit Krypto. Außerdem gibt es kein Auftragsbuch, was in Rot und Grün all die Käufe und Verkäufe für dich sortiert. Stattdessen tauschst du über die DeFi-App. Die Transaktionen werden direkt über die Blockchain ausgeführt. Es gibt keine internen Datenbanken. Um auf einer DEX zu handeln, brauchst du nur ein kompatibles Wallet, eine digitale Geldbörse. Kein KYC, keine Registrierung. MetaMask zum Beispiel ist das bekannteste Non-Custodial, also sprich von dir selbst verwaltete Wallet. Du suchst dir eine DEX aus, verbindest dein passendes Wallet und los geht's.
Wir picken uns dazu einfach mal zwei Beispiele für eine DEX raus. Beispiel 1, Uniswap. Uniswap ist eine DEX, die auf Ethereum basiert. Die DEX läuft vollautomatisch als ein sogenannter Automated Market Maker, kurz AMM. Der AMM besteht aus einer Reihe von Smart Contracts. Diese Contracts machen alles. Die bringen Käufer und Verkäufer auf Basis von Kauf- und Verkaufsaufträgen zusammen. Der Preis wird dabei über mathematische Formeln berechnet. Damit die Smart Contracts aber auch dir das Handeln ermöglichen können, braucht Uniswap dafür Liquidität. Und diese Liquidität kommt mal wieder aus Pools. Es ist immer das gleiche Prinzip. Die Pools enthalten Handelspaare. Sogenannte Liquiditätsanbieter, kurz LP-Provider, stellen die Liquidität. Im Gegenzug dazu können die Liquiditätsanbieter an den Handelsgebühren mitverdienen. Gebühren, die ansonsten die Börse verdient hätte. Beispiel 2. PancakeSwap. Die DEX ist eine der beliebtesten im Binance-Ökosystem. Wie Uniswap auch läuft PancakeSwap über ein AMM-Protokoll. Neben dem Handeln von Kryptowährungen können Anleger Zinsen über 3 verschiedene Optionen verdienen. Die 3 Optionen sind Farming, Staking oder indem an den Handelsgebühren mitverdient wird. Für das bessere Verständnis, lass uns doch einfach mal einen Blick auf so eine Plattform werfen. Option 1 ist Farming. Wenn du bei PancakeSwap unter dem Bereich Verdienen, also Earn, auf die Farm gehst, dann suchst du dir deine Farm heraus. Wir nehmen beispielhaft einfach mal die erste Farm, CakeBNB. Du stellst jetzt als nächstes für diese Farm, die du dir rausgesucht hast, Liquidität zur Verfügung in Form von Handelspaaren. Deine Tokens fließen nun in diesen dezentralen Pool. Du erhältst dafür Liquidity Provider Tokens, kurz LP-Tokens. Ein LP-Token entspricht in unserem Beispiel einem Cake und einem BNB-Coin. 10 LP-Tokens würden dementsprechend 10 Cake und 10 BNB-Tokens entsprechen. LP-Tokens repräsentieren also die prozentualen Anteile von Tokens, die du in diesen Pool der Farm gegeben hast. Fürs Farmen musst du diese LP-Tokens jetzt staken lassen. Im Gegenzug dafür erntest du den Cake. Hier mit einem effektiven Jahreszins in diesem Beispiel von 46%. Zusätzlich erntest du LP-Tokens als Rewards, ein kleinerer Bruchteil 1,16% Jahreszins. Macht in Summe die 47,18%, die in diesem Beispiel angezeigt werden. Option 2, das Staking auf PancakeSwap. Du stakest in dem Fall nicht wie beim Farming die LP-Tokens, sondern die Cake-Tokens, die du zum Beispiel beim Farming verdient hast oder weil du einfach Cake gekauft hast. Das Staking erfolgt über die Zero-Pools. Das siehst du hier, zum Beispiel der Pool 1, du setzt Cake ein und verdienst Cake. Du siehst anhand der anderen Zero-Pools, dass du auch einen anderen Token verdienen kannst, also als Reward. Und Option 3, du bist Liquiditätsanbieter. Möchtest du eben gar keine LP-Tokens staken lassen, kannst du auch einfach nur als Liquiditätsanbieter an den Handelsgebühren mitverdienen. Kommen wir zu den Stablecoins. Stablecoins sind im Grunde keine DeFi-App, doch sie gehören einfach mal zum DeFi-Bereich dazu. Denn Stablecoins unterliegen nicht den starken Schwankungen einer Kryptowährung. Ein an den US-Dollar gekoppelter Stablecoin beispielsweise unterliegt nur den Schwankungen des US-Dollars. Diese Preisstabilität nutzen Trader auf einer DEX oder die Nutzer beim Lending zu ihren Gunsten aus. Jemand, der einen preisstabilen Stablecoin-Kredit über einen längeren Zeitraum aufnimmt, muss keine Angst haben, am Ende mehr zurückzuzahlen, nur weil in dieser Zeit die Kryptowährung zu sehr an Wert gewinnt. Jeder Stablecoin ist durch unterschiedliche Werte abgesichert. Mehr Infos zu den Stablecoins und wie sie abgesichert sind, findest du in meinem Video zu Was sind Kryptowährungen? Ein weiteres Thema ist, dass die Herausgeber von Stablecoins, die Emittenten, ja selbst wiederum zentralisierte Anbieter sind. Der Emittent des Stablecoins USDT ist zum Beispiel das Unternehmen Circle. Aus diesem Grund gibt es auch daher dezentralere Modelle für Stablecoins. Maker zum Beispiel verfolgt so ein Modell. Mit knapp 15% TVL zählt das Maker-Protokoll zu den größten DeFi-Anwendungen. Der Stablecoin der Plattform heißt DAI und wird weltweit von unterschiedlichen Nutzern verwaltet. DAI ist sanft an den US-Dollar gekoppelt. Neue DAI-Stablecoins werden durch Smart Contracts erzeugt. DAI ist
mehrseitig durch andere Kryptowährungen, vor allem USDC, besichert. Das siehst du hier links in diesem Balkendiagramm als die blaue Füllung. Die Stabilität erhält DAI, indem er überbesichert wird. Du siehst hier in dem Bild, dass der linke Balken größer ist als der rechte Balken. Die Supply von DAI soll also immer weniger sein als die hinterlegten Kryptowährungen, die ihn im Wert absichern. Diese Form der Überbesicherung heißt Collateralized Debt Position, kurz CDP. Kommen wir als letztes zu den Oracles. Oracles werden in deinem Fall weniger von dir und mir als Anleger verwendet, aber viele DeFi-Plattformen verwenden Oracles im Hintergrund. Sprich, DeFi und Oracles gehört zusammen. Warum brauchen denn DeFi-Plattformen Oracles? Nun, Smart Contracts liegen auf der Blockchain isoliert. Sie können ganz schlecht auf Daten außerhalb der Blockchain zugreifen. Die Daten braucht aber eine DEX, um einem Trader in Echtzeit wichtige Marktdaten wie die aktuellen Preise einer Kryptowährung zu liefern. Um die Informationen jetzt von außen nach innen on-chain, also auf die Blockchain zu holen, greifen die Smart Contracts auf die Daten von Oracles zu. Und die Oracles tauschen sich mit den Smart Contracts überall die Infos aus. Das ist einfach genial. Es gibt nur einen kleinen Haken. Die Oracle-Datenanbieter sind wiederum selbst zentralisiert. In dem Moment also, wo ein DeFi-Projekt Daten von einem Oracle-Anbieter auf die Blockchain zieht, ist das System ja gar nicht mehr dezentral. Von Beginn an kommen die Daten von einem zentralen Anbieter, im schlimmsten Fall nur von einem und gar nicht so sehr von mehreren. Wir sprechen hier auch von diesem Oracle-Problem. Daher wurden dezentrale Oracle-Marktplätze geschaffen, um das Oracle-Problem zu lösen. Chainlink ist das derzeit bekannteste dezentrale Oracle-Netzwerk für den DeFi-Bereich. Mit über 12 Milliarden als TVL ist Chainlink mit knapp der Hälfte für den Bereich Oracles Marktführer. Viele große DeFi-Dienste, wie du hier erkennst, haben Chainlink integriert. Aave, Compound, PancakeSwap, die Klassiker. Chainlink funktioniert dabei wie ein Adapter. Die Plattform stellt nicht nur die Infrastruktur für die einzelnen Oracle-Anbieter dar, sondern sie prüft die Oracles auch noch. Wie das genau geht, kannst du dir einfach gerne nochmal in aller Ruhe in meinem Video zu Chainlink anschauen. Hier findest du die Risiken zusammengefasst, die du im Zusammenhang mit DeFi kennen solltest. Das Wissen hilft dir vielleicht dabei, um Risiken für deine eigenen Bestände zu reduzieren oder bei Problemen gelassener zu reagieren. Wir gehen die Punkte einfach mal nacheinander durch. Allgemeine Risiken. Kennst du das magische Dreieck der Geldanlage? Die perfekte Geldanlage sollte möglichst sicher, liquide und rentabel sein. Kryptowährungen werden jede Minute gehandelt. Sie sind also extremst liquide und bieten höhere Zinsen als ein Sparbuch auf einer Bank. Allerdings ist die Sicherheit niedriger, den Wert des Vermögens konstant zu halten. Auch DeFi-Nutzer unterliegen diesen Kursschwankungen. Diese Schwankungen betreffen zum Beispiel deine Staking-Rewards. Wenn du einen Token zum Staken für 3 Monate wegsperrst, kann es auf der anderen Seite in dieser Zeit zum Kursrutsch nach unten kommen. Weiterhin gelten allgemeine Ausfallrisiken, zum Beispiel wenn die Plattform in eine finanzielle Schieflage gerät und dicht macht oder ein einzelner Validator in einem Proof-of-Stake-Netzwerk ausfällt. Impermanent Loss-Risiko. Übersetzt bedeutet es vergänglicher oder vorübergehender Verlust. Dieses Risiko betrifft insbesondere die Liquiditätsanbieter, die mit LP-Tokens auf einer Automated Market Maker dezentralen Exchange hantieren. Als Beispiel: Du stellst 1000 US-Dollar Liquidität für das Handelspaar BUSD und BNB zur Verfügung. Steigt jetzt zum Beispiel BNB von 40 auf 45 Dollar, passt sich das Verhältnis von BUSD und BNB durch die AMM-Protokolle im Pool an. Angenommen, du würdest genau zu diesem Moment deine Liquidität auflösen, würdest du 1059 Dollar bekommen. In diesem Fall würdest du durch Hodeln 3 Dollar mehr, 1062 Dollar bekommen. Je stärker die Schwankungen und je weniger die Handelspaare korrelieren, desto stärker kann der Verlust sein. Dann das administrative Risiko. Vergisst du den privaten Schlüssel für dein Wallet, sind deine Kryptobestände für immer weg. Es gibt keine Hotline oder einen Service dafür. Was gut ist, ist, dass viele DeFi-Plattformen Hilfe über die Community anbieten. Und trotzdem hast du dich bei der Zieladresse einmal vertippt oder das falsche Netzwerk ausgewählt, verschwinden deine Coins im Nirvana. Viele DeFi-Dienste sind Open Source. Das heißt, die Quellcodes sind öffentlich einsehbar. Und das nutzen Hacker leider sehr gerne aus.
Im Dashboard von DeFi Lama findest du aktuelle Daten. Insgesamt wurden zum Stand des Videos über mehrere Blockchain-Netzwerke hin über 5 Milliarden gehackt. Davon über 90% allein aus dem DeFi-Bereich. Bei Hackern ganz besonders beliebt sind diese Cross-Chain-Bridges, Brücken, die verschiedene Netzwerke verbinden. Das siehst du hier. Die Hälfte der gehackten Summe, 2,53 Milliarden US-Dollar, wurde allein aus der Kategorie Brücken abgezogen. Wormhole zum Beispiel, eine bekannte Brücke zwischen Ethereum und Solana, wurde Anfang 2022 angegriffen. 320 Millionen US-Dollar in Form von Krypto wurden so gestohlen. Dann das Risiko des Betrugs. Scam, Betrug, das gibt es im Kryptomarkt, das gibt es aber auch in der realen Welt. Das kann immer passieren. Im September verlor der Kryptoinvestor Brian Nguyen rund 470.000 US-Dollar, weil er in ein DeFi-Projekt namens Anubis DAO investierte. Es ist unklar bis heute, ob Anubis Opfer eines Phishing-Angriffs war oder eben ein Scam. Würden wir von letzterem Fall ausgehen, so sammelte Anubis erst 60 Millionen Dollar in einem Pool ein, transferierte das Vermögen dann schlagartig und machte sich damit aus dem Staub. Bei dieser Art von Betrugsstrategie sprechen wir von einem Rug-Pool. So sieht übrigens der Chart von einem Rugpool aus. Betrüger nutzen DeFi leider des Öfteren aus. Sie listen ihre Tokens über DEX-Plattformen, da dezentral, und verpassen dem Token dann ein lukratives Werteversprechen. Das Geld wird Brian nie wieder sehen. Daher ist es umso wichtiger, die Projekte genauer zu recherchieren und nie sein ganzes Investmentkapital in ein solches zu stecken. Dokumentation und unklare steuerliche Situationen. Je dezentraler und komplizierter die einzelnen Trades sind, desto schwieriger und aufwendiger wird die Dokumentation. Vielleicht können dir die Steuertools noch die ein oder andere Arbeit abnehmen. Insgesamt ist die steuerliche Situation von DeFi in Deutschland noch unklar. Wie sollen denn Behörden und Banken mit DeFi umgehen? EZB-Direktor Panetta nannte in einer Rede 2022 Krypto und DeFi den neuen Wilden Westen. Auch die BaFin-Direktorin Birgit Rodolphe schrieb dieses Jahr: Noch ist der DeFi-Markt zwar ein Nischenmarkt. Wenn DeFi aber eine echte Konkurrenz zum traditionellen Finanzmarkt werden soll, dann wird dies nicht ohne spezifische neue Regulierung funktionieren. Die MiCA-Verordnung soll in der EU Krypto regulieren. Diese Verordnung wurde das Jahr final verabschiedet. In der aktuellen Fassung geht die MiCA jedoch noch nicht auf DeFi ein. Die Regulierung von DeFi soll erst planmäßig für neuere Fassungen in Angriff genommen werden. Dann das Risiko der Basis-Blockchain. Ethereum ist ein Riesennetzwerk, das bei zu viel Ansturm verstopfen kann. Entweder du wartest länger, dann kann es aber in der Zwischenzeit zu Preisveränderungen kommen. Die Transaktionsgebühren könnten teurer werden. Oder die längere Bearbeitungszeit kann zu Fehlfunktionen in einer App führen. All das hat negativen Einfluss auf den Handel auf einer DEX. Smart Contract Risiko. Je aufwendiger ein Smart Contract programmiert wurde, desto mehr Fehlerteufel können sich einschleichen. Häufig sind mehrere Smart Contracts zu einem Programm direkt miteinander verkettet. Wäre jetzt ein Contract fehlerhaft, hätte das komplette Auswirkungen auf die gesamte Kette. Um das technische Risiko zu reduzieren, gibt es mittlerweile bekannte Prüfstellen wie Trail of Bits oder Chain Security, die einzelne DeFi-Projekte nach Fehlern durchscannen. Auf der Webseite von Chain Security findest du aktuelle Reports zum Beispiel zu Maker oder Aave. Leute, DeFi ist neu und einzigartig, unabhängig von all den Risiken. So etwas gab es noch nie bisher. Eine weltweit kostengünstige und schnelle Infrastruktur für Finanzen. Das, was gerade passiert, das sind Wachstumsschmerzen. Wir können nicht erwarten, dass etwas Neuartiges von Anfang an ohne die ein oder andere Krise perfekt umgesetzt wird. Für mich persönlich ist DeFi kein Trend, sondern eine Kehrtwende. Etwas, was den Finanzmarkt umkrempeln kann. DeFi ist auch schon längst gar kein Tabuthema mehr. Jerome Powell, Vorsitzender der Fed, also der US-Notenbank, meinte selbst im September, dass immer mehr Privatkunden DeFi ansprechen werden. Es wird bereits von unserem Finanzsystem genutzt. JP Morgan, die größte Bank der USA, hat im Rahmen eines Pilotprojekts im November die erste öffentliche DeFi-Transaktion durchgeführt. Damit wurde Geschichte geschrieben. Würdest du jetzt doch DeFi verbieten? CeFi leiht sich in diesem Fall die dezentrale Infrastruktur aus. Widerspricht sich das nicht? Würde jetzt DeFi nicht seine Dezentralität dadurch aufgeben? Das mag im ersten Moment ein Widerspruch sein, ich glaube aber, dass sich das über die Zeit so ein bisschen lösen wird.
Ich glaube, dass es mehrere DeFi-Formen geben wird. Es wird diese zentraleren DeFi-Formen geben. Die sind zum Beispiel für die Menschen gut, die sich vielleicht sonst niemals damit auseinandersetzen würden. Denk an die ganzen älteren Menschen. Glaubst du, dass deine Oma sich selbstständig Metamask holen würde und auf Uniswap handelt? Eine Bank könnte für sie ja ein Wallet wie ein neues Girokonto anlegen, oder nicht? Oder für solche Menschen DeFi-Transaktionen durchführen. Und wenn jemand keine zentralen Finanzen möchte, jemand, der mehr Kontrolle über sein eigenes Geld haben möchte, auch gut. Und dafür wird es, hoffe ich auch, diese ursprünglicheren, dezentraleren DeFi-Plattformen geben. All diese gigantischen Möglichkeiten, diese komplette Bandbreite, das ist es, was mich so sehr an DeFi fasziniert hat. CeFi war okay. CeFi mit DeFi ist sinnvoll. DeFi von heute ist gut, das DeFi von morgen wird besser. Was glaubst du, wie sieht die Zukunft von DeFi aus? Wenn du dich für DeFi begeisterst, könnten zum Beispiel auch für dich die Videos zu Avalanche, Algorand oder Polygon interessant sein. Auf diesen Netzwerken befinden sich einige DeFi-Projekte. Folg mir auch gerne auf Twitter, dort halte ich dich wie immer sehr gern auf dem Laufenden. Danke dir schon mal, ich bin Miss Krypto von Krypto fasziniert. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf dich. Mach's gut.